Hallo, ich bin Frederik. Willkommen auf unserem Kanal. Wenn dich Themen wie Geld, Mindset und persönliche Disziplin interessieren, dann abonnier bitte jetzt. Das hilft, den Kanal zu wachsen und du verpasst keine neuen Videos. Und bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Am Ende gebe ich dir einen einfachen 7-Tage-Plan, wie du alles, worüber wir heute sprechen, ohne Stress umsetzt. Ganz ohne „Ich fange am Montag an“. Wie kann man hunderte Millionen verdienen und dann bei Null landen? Sag mal ehrlich, hast du schon mal gedacht, wenn jemand riesiges Geld verdient hat, dann ist er automatisch safe? Genau das ist die Illusion. 2003 erklärte Mike Tyson, Weltmeister, Legende, ein Mann, der in seiner Karriere hunderte Millionen verdient hat, Insolvenz. Mit Schulden von rund 23 Millionen $. Und das ist keine Story über Dummheit und auch keine über Pech. Es geht um genau eine Sache. Ohne System bleibt Geld nicht. Und hier kommt das Wichtigste. Egal, ob du 500, 5000 oder 50.000 Euro im Monat verdienst, wenn du das Geldspiel ohne Regeln spielst, die dich wirklich zum Ziel führen, fängst du immer wieder von vorne an. Nur mit einem anderen Stresslevel. Heute gebe ich dir 6 Lektionen, die deine finanzielle Richtung verändern. Keine Geheimtricks, keine magischen Modelle, sondern das, was Menschen unterscheidet, bei denen Geld kommt und geht, von Menschen, die Vermögen aufbauen. Bereit? Los geht's. Erstens. Sparen ist das Fundament. Ich starte mit einer Wahrheit, die langweilig klingt. Aber genau sie trennt Erwachsene von ewigen Jugendlichen in Geldfragen. Sparen ist das Fundament. Niemand wird Millionär nur, weil er ein bisschen was zurücklegt. Aber ohne die Gewohnheit zu sparen, lebst du fast garantiert im Modus „kommt rein, geht raus“. Und jetzt die entscheidende Frage. Bezahlst du dich eigentlich selbst? Die meisten zahlen zuerst alles andere. Supermarkt, Kredit, Abos, Angebote, Lieferdienste. Und sich selbst nach dem Rest. Also, wenn am Ende noch was übrig bleibt. So baut man kein Vermögen auf. Mach's simpel. Wähl einen festen Prozentsatz, 10% oder 15%, und mach ihn verpflichtend. Und wichtig, wenn du gerade nur 5 Euro weglegen kannst, ist das nicht lächerlich. Das ist der Start. Denn du baust nicht nur eine Summe auf, du baust Charakter auf. Ein Satz, der mich damals wachgerüttelt hat. Du wählst nicht direkt deine Zukunft, du wählst deine Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten wählen deine Zukunft. Sparen gibt dir etwas, das dir kein Gehalt der Welt garantieren kann. Freiheit. Freiheit, nicht zu paniken. Freiheit, Ja zu Chancen zu sagen. Und Freiheit, Nein zu einem teuren Notkredit zu sagen, wenn das Leben mal dazwischen funkt. Zweitens, mach es dir schwer, impulsiv ans Geld zu kommen. Jetzt ein sehr praktischer, sehr starker Trick. Das Problem ist nicht, dass Menschen keine Willenskraft hätten. Das Problem ist, das Geld liegt zu nah. Du siehst den Betrag auf dem Konto. Und das Gehirn fängt an zu verhandeln. Ich habe doch gearbeitet, ich hab's verdient. Nur dieses eine Mal. Und aus dieses eine Mal wird ein Lebensstil. Was tun? Sorg dafür, dass das Geld vom Hauptkonto verschwindet. Lass auf der Karte nur den Betrag, den du zum Leben brauchst. Und den Rest überweist du dahin, wo du nicht mit einem Klick rankommst. Tagesgeld, Sparkonto, Depot/Investmentkonto, Festgeld. Das nennt man Reibung. Je mehr Schritte nötig sind, um an Geld zu kommen, desto weniger Impulskäufe passieren. Und ja, im Notfall kommst du ran. Aber dein Ziel ist, dass Emotionen nicht schneller ans Geld kommen als dein Verstand. Drittens, bau die Tools vorher, sonst fließt das Geld irgendwo hin. Der dritte Punkt klingt einfach. Bereite dich vorher vor. Die meisten bekommen zuerst Geld und fangen dann an zu überlegen, okay, wo investiere ich? Was muss ich eröffnen? Was soll ich lesen? Zu spät. Das Geld beginnt schon zu versickern. Merke dir, die Welt hat einen Plan für dein Geld.
Werbung, Ratenzahlung, Rabatte, nur heute, letzte Chance. Das ist eine perfekt funktionierende Maschine. Und wenn du kein eigenes System hast, finanzierst du das System anderer. Was du brauchst: ein separates Sparkonto, Notgroschen. Ein verständliches Budget, ein Investmentkonto, Depot, Basics, Risiko, Gebühren, Diversifikation. Ein Satz, den du dir merken solltest: Erst baut man den Behälter, dann füllt man Wasser ein. Ohne Behälter läuft alles aus. 4. Kontrolliere Ausgaben. Insolvenz beginnt nicht bei wenig Einkommen. Das ist für viele der schmerzhafteste Punkt. Viele denken, wenn ich mehr verdiene, löst sich alles. Die Realität: bei vielen steigen mit dem Einkommen auch die Ausgaben, manchmal sogar schneller. Dann entsteht ein Paradox. Das Einkommen wächst, aber die innere Unruhe bleibt. Wenn du 3.000 € verdienst und 2.000 ausgibst, lebt es sich okay. Aber du stehst auf dünnem Eis. Und wenn du später 10.000 € verdienst und 8.000 € ausgibst, bist du exakt am selben Ort, nur mit höheren Einsätzen. Ein Satz, den ich will, dass du ihn dir merkst: Nicht weil du es kannst, musst du es. Sehr oft sind teure Ausgaben nicht Genuss, sondern Kompensation. Besser wirken, mithalten, der Welt beweisen, bei mir läuft. Aber der Welt ist es ehrlich gesagt egal. Du bist derjenige, der später mit den Konsequenzen lebt. Die starke Entscheidung ist: leb ein Stück unter deinen Möglichkeiten. Nicht arm, nicht im Dauerverzicht, sondern wie jemand, der Kapital aufbaut. Gib Geld aus, aber für Dinge, die dein Leben wirklich besser machen. Nicht einfach nur lauter. 5. Bau dir einen zweiten Motor, bevor es dringend wird. Warte nicht, bis es brennt. Ein Job ist gut. Ein Beruf ist großartig. Aber ein Beruf kann stoppen. Gesundheit, Burnout, Markt, Kündigungen, Technologien. Deshalb bauen starke Leute einen zweiten Motor, zusätzlichen Income. Nicht sofort eine Business Empire. Manchmal sind es Beratungen zu deinem Skill, ein kleiner Service, ein Produkt, ein Wochenendprojekt. Und das Wichtigste: du solltest anfangen, wenn du noch Energie hast, nicht erst, wenn du schon mit dem Rücken zur Wand stehst. Denn ein Business aus Panik wird fast immer schlecht gebaut. Ein Business, das ruhig und systematisch entsteht, bringt Freiheit. 6. Lern Geld zu vermehren. Sicherheit ist Sparen, Wohlstand sind Investments. Und der letzte Punkt: Geld zu verdienen ist eine Fähigkeit. Geld zu behalten ist eine zweite. Geld zu vermehren ist eine dritte. Und das sind 3 unterschiedliche Skills. Sparen gibt Sicherheit. Wohlstand entsteht, wenn Geld anfängt zu arbeiten. Über Assets, Investments, Business. Aber ein wichtiger Warnhinweis: renn nicht schnell reich hinterher. Schnell heißt meistens schnell verlieren. Geh lieber Richtung Finanzbildung, denn wenn du Geld verlierst, ist das Wertvollste nicht die Summe. Das Wertvollste ist deine Fähigkeit, es wieder zu erzeugen. 7-Tage-Plan, ohne Überforderung. Wie versprochen, ein 7-Tage-Plan, simpel, machbar. Tag 1. Leg deinen Sparprozentsatz fest, mindestens 10%, und setz die Regel: erst ich. Tag 2. Eröffne ein separates Sparkonto, Notgroschenkonto. Tag 3. Richte einen automatischen Dauerauftrag am Gehaltstag ein. Tag 4. Rechne deine Fixkosten durch und kündige unnötige Abos. Tag 5. Wähl ein Investmentinstrument für den Einstieg und lern die Basics, ohne Hektik. Tag 6. Denk dir eine Idee für Zusatzeinkommen aus, basierend auf deinem Skill. Tag 7. Mach einen kleinen Schritt. Anzeige, erstes Angebot, Mini-Produkt, Portfolio. Egal was. Wenn du willst, mache ich ein Extra-Video, in dem ich jeden Tag genauer aufschlüssele, inklusive Vorlagen. Wenn dir das Video geholfen hat, abonniere bitte den Kanal. Und schreib mir in die Kommentare, welcher Punkt dich am meisten abgeholt hat. 1
2, 3, 4, 5 oder 6. Ich lese alles. Ich war Frederik. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche dir einen richtig guten Tag. Bis zum nächsten Video.